Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, nämlich Geheimgesellschaften, Rosenkreuzer. Ich habe mir überlegt, in der letzten Woche, nachdem mich immer mehr Menschen fragen, was der Zusammenhang ist zwischen den Rosenkreuzern und der Hermetik und ob Geheimgesellschaften noch immer in der heutigen Zeit aktuell sind und ob sie vorhanden sind und was für einen Sinn sie erfüllen. So macht es doch sehr viel, also jetzt in dem Sinne, Sinn für uns, wirklich darüber zu berichten, was Geheimgesellschaften sind. Weil es gibt so viel Sekundärliteratur zu Geheimgesellschaften und das Traurige dabei ist, die meisten Personen, die darüber schreiben, waren niemals in Geheimgesellschaften, wissen nicht, wie es in Geheimgesellschaften ist, haben niemals das System drinnen gesehen und schreiben irgendwas vom Hörensagen. Das heißt, als Beispiel, damit wir uns mal vorstellen können, was in der Literatur und in den ganzen Lexika derzeit populär verbreitet wird. Da berichtet jemand, der von einem anderen gehört hat, wie ein Essen schmecken könnte, dass es in irgendeinem Land irgend so ein Essen gäbe und der schreibt dann ein Kochbuch dazu. Und das kann nicht funktionieren. Und so ist es auch mit den Geheimgesellschaften. Es gibt zum Beispiel nur wenige Bücher, die über die Freimaurer sind und die wirklich von führenden Köpfen der Freimaurer sind. Die meisten Bücher über die Freimaurer haben so gesehen überhaupt nichts mit Freimaurern zu tun. Demnach ist es auch mit den Rosenkreuzern. Es gibt nur ganz wenige Bücher, vielleicht 10 oder 20, die wirklich von realen Köpfen der Rosenkreuzer formuliert wurden. Und wenn man sich diese Literatur genau studiert, dann kommt man drauf, das Einzige, worüber die berichten, sind ethische Werte, Ziele, die diese Organisation haben, aber sie verraten nichts von deren wahren Struktur, von deren Mitglieder, von deren Riten und dergleichen. Also sobald wir auf irgendwelche Bücher stoßen, wo pseudo- oder scheinbar solche Riten von Rosenkreuzern und dergleichen vorkommen, sollten wir immer sehr achtsam sein. Weil reale, führende Köpfe von solchen Organisationen, die publizieren ihre Riten nicht. Schon gar nicht, weil sie Geheimgesellschaften sind. Der nächste Punkt, was unterscheidet eine Geheimgesellschaft von einer diskreten Organisation? Eine diskrete Organisation, die ist vielleicht als Verein und dergleichen eingetragen als Organisation und die Mitglieder treffen sich diskret, das heißt, sie bewahren bestimmte Geheimnisse innerhalb ihrer eigenen Struktur, aber dass es sie gibt, das ist real. Eine Geheimgesellschaft, das weiß niemand im Außen, dass es die gibt. Reale, mystische Organisationen, Orden und dergleichen sind real Geheimorganisationen, weil man weiß nicht, welche Namen sie nach außen hin tragen, wer die wahren Mitglieder und dergleichen sind, wie die Riten in diesen Organisationen sind und sie sind geheim, weil im Außen kann man sie nicht ausgoogeln, in irgendeinem Lexikon und dergleichen finden, denn sobald etwas über diese Organisationen rauskommt, ändert sie die Form, ändert sie die Riten, ändert sie den Namen und dergleichen und dann ist sie wieder unsichtbar für die Außenwelt. Natürlich, es gibt Organisationen, die unter Anführungszeichen, das ist seit Jahrhunderten der Fall, auch äußere Träger haben. Das heißt, wo ein innerer Kern einer Organisation, die völlig geheim, vertraulich ist, dann im Außen bestimmte andere Organisationen aufbauen, um zum Beispiel humanitäre Zwecke zu erfüllen oder soziale Dienste, davon gibt es auch einige, oder auf der anderen Ebene könnte man sagen, spirituelle Schulung für eine große Menge an Menschen oder Aufklärung. Und so finden sich ganz viele äußere Organisationen, wo man am Anfang nicht ahnen würde, dass dahinter in Wirklichkeit bestimmte Geheimorganisationen sind. Aber sie vollziehen einfach ihr Werk. Aber diese äußeren Träger sind nicht die Geheimgesellschaft, schon gar nicht die diskrete, die dahinter verborgen ist, wo die Mitglieder sich so größtenteils kennen, aber wo man sonst nichts über diese Organisation weiß. Und so ist es auch mit den Rosenkreuzern. Natürlich, es gibt en masse viele Organisationen, die eben diesen Begriff nutzen und seit einigen Jahrhunderten ist das ein Boom auf dem spirituellen Weg im Westen, dass man den Begriff Rosenkreuzer verwendet, um darauf aufmerksam zu machen, ja, das ist der westliche spirituelle Weg, das ist eine Mysterientradition. Aber die ganzen Organisationen oder ein Großteil dieser Organisationen, die diesen Namen nutzen, haben mit Rosenkreuzer im wahrsten Sinne als Geheimorganisation nichts zu tun. Erstens, sie sind große Organisationen, die kirchenähnlich strukturiert sind, haben nicht die Riten, die man
normalerweise als Rosenkreuzertradition bezeichnet. Und sie standen niemals in Berührung, direkt initiatorisch mit solchen Organisationen oder Orden, die eben die Stifter der Rosenkreuzertradition waren. Das heißt, da hat wieder jemand vom Hören sagen, der wieder jemanden kennt und der in einer anderen Organisation war, so eine Organisation gegründet und die hat er dann als Rosenkreuzer bezeichnet. Und das ist sehr häufig in der heutigen Geschichte. Als Beispiel, da gibt es einige Strömungen, die hatten Kontakte, jetzt so sprichwörtlich, zu bestimmten Freimaurerkreisen. In Hochgradsystemen von Freimaurern gibt es vielleicht eine Stufe, die hat eine Assoziation, aber nur in deren Symbolen mit dem Rosenkreuzergrad, hat aber nichts mit dem Rosenkreuzerorden in dem Sinne zu tun. Und weil Menschen dort sind, glauben sie halt, sie wären jetzt die Rosenkreuzer und einige davon sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, gründen wir halt auch einen Rosenkreuzerorden, weil wir sind ja Rosenkreuzer. Natürlich, dass sie niemals die Riten der wahren Rosenkreuzertradition gesehen haben, ja, das ist wieder eine andere Sache. Schon gar nicht diese Tradition weitergeben können, weil sie ja nicht in einem authentischen Rosenkreuzerorden empfangen haben. Das ist immer eine Geheimgesellschaft gewesen. Was bewahren dann also die Rosenkreuzer? Na, sehr vieles, was man in der äußeren Welt einmal nicht weiß und in keinem Lexikon finden kann, auch wenn es immer wieder Gradsysteme nach außen hin gibt, wo zum Beispiel von einem deutschen Orden, der sich als Goldenen Rosenkreuzerorden bezeichnet hat, da bestimmte Gradsysteme veröffentlicht wurden. Ja, aber was sagt ein Gradsystem aus? Das sagt überhaupt nicht aus, welche Riten dort zelebriert wurden, schon gar nicht, welche Erfahrungen dadurch möglich sind, welche Personen dabei waren, wo diese Riten zelebriert wurden. Ja, und da kommen wir schon auf ganz viele Bereiche, wo man im Dunkeln tappt. Also, grundsätzlich sollte man immer davon ausgehen, wenn man nach Geheimgesellschaften forscht, woher ist die Quelle, wo man die Informationen herbekommt. Also eine Sache, davon können wir ausgehen, in Wikipedia finden wir keine einzige korrekte Antwort, was Rosenkreuzer und was Geheimgesellschaften sind. Da werden nur Texte formuliert von Menschen, die nicht in solchen Organisationen sind. Und diesen Unfug, den man dort liest über die Rosenkreuzer und über die Geheimgesellschaften, ja, das hat überhaupt nichts mit Geheimgesellschaften zu tun. Und jeder, der in solchen Organisationen wirklich real aktiv mitwirkt, der weiß ganz genau, dass dort eben diese realen Sachen nicht stehen. Dort ist eine völlige Geschichtsverzerrung. Schon gar nicht, weil man auf wichtige Archive von Geheimgesellschaften zurückgreifen kann. Man weiß nicht, was die dort machen, weil die geben ihre Archive nicht her. Die geben nicht ihr Wissen her. Schon gar nicht, um sie einfach breit herumzustreuen und einfach irgendwelche Geschichtskorrekturen herbeizuführen. Wieso? Das hätte ja gar keinen Sinn. Denn eine Geheimgesellschaft lebt ja davon, dass sie nicht äußerlich fassbar ist. Warum? Kommen wir genau zu dem Punkt. Warum gibt es Geheimgesellschaften? Weil seit Jahrtausenden immer wieder große religiöse Kräfte Gesellschaften verfolgen, die das Mysterienwissen bewahren. Weil die einzigen sind, die ganz genau wissen, was in der Gesellschaft nicht funktioniert. Wie Menschen unterdrückt werden, wo Diktaturen sind, wo große Religionsgemeinschaften Menschen unterdrücken, ihnen irgendwelche Pflichten auferlegen, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Wo große Gemeinschaften Menschen versklaven. Das sehen Mysterientraditionen, weil sie Jahrtausende lang die Menschheitsgeschichte beobachten. Sie kennen den Anfang, sie kennen auch das, wohin wir uns entwickeln sollen. Und sie sind die einzigen, die ganz genau kritisch analysieren können, was geschieht in der Welt. Deshalb fürchten sich andere Organisationen vor solchen Geheimgesellschaften. Politische, wirtschaftliche, aber auch religiöse Organisationen fürchten sich vor Geheimgesellschaften. Weil die können auf einmal mit bestimmten Sachen die Menschheit konfrontieren, die eben solche Organisationen als völlig schädlich wahrnehmen würden. Schädlich, nämlich in dem Sinne, weil man sie dadurch entmachten würde. Denn ihre Macht ist ja nur künstlich aufgebaut. Keine Macht einer großen Religion ist real. Diese Macht lebt nur vom Glauben ihrer Anhänger. Die Anhänger geben einfach einer Religionsgemeinschaft diese Vollmacht und damit ist das erledigt. Wenn Menschen erkennen, was reale Religionen sind, woher reale Religionen kommen, dann ändert sich das Spiel. Ganz klar, weil auch in der heutigen Zeit, man sagt zum Beispiel, dass die Rosenkreuzer-Tradition christliche Bezüge hat. Ja, natürlich, wir sind nämlich aus einem Kulturraum, wo es eben diese christliche Tradition gibt. Aber die Rosenkreuzer-Tradition ist einmal eins nicht, nämlich christlich. Warum? Weil Christentum eine Pseudoreligion aus der Rosenkreuzer-Tradition heraus ist, wurde aus dem Judentum heraus erfunden. Riten, die im Christentum praktiziert sind oder praktiziert werden, sind keine realen Riten, die es im Priestertum gab, sondern das sind einfach nur Familienfeste. Das ist ja das, was die wenigsten Menschen im heutigen westlichen Kulturraum wissen, dass
alle Riten, die wir dort im Christentum finden, sprichwörtlich Familienfeste waren, die sich einfach das Priestertum für sich jetzt angeeignet hat. Das sind reale jüdische Feste. Das sind keine Riten, die Priester zelebrieren. Schauen wir im Alten Testament, was waren die Riten, die Priester zelebriert haben? Das waren ganz andere. Die finden wir natürlich im Christentum nicht. Aber die finden wir auch nicht im Judentum. Weil nach dem Fall nach der Zerstörung des Zweiten Tempels gab es dort keine Riten und dort gab es auch keine Priester. Also wenn es in einer Religionsgemeinschaft keine realen Priester gibt, die das auch natürlich wissen, und dann eine neue Religionsgemeinschaft auf so einem Missstand aufbaut, ja, dann wissen wir, da ist ein Riesenmanko. Und wer weiß das? Natürlich jahrtausendelange Mysterientradition, die natürlich genau diese Flamme bewahrt, die genau diese Leute geschult hat, die in Kontakt mit diesen großen Religionsstiftern immer war und die genau diese Lehren verbreitet hat. Als Beispiel, wie kann heutzutage sagen wir ein Prophet, wie kann ein Prophet einfach behaupten, dass diese und diese Religion einfach ein Irrweg ist? Ja, indem er Zugang zur Mysterientradition hat, nämlich zu den wahren Antworten. Und dann kann er natürlich das in die Welt setzen. Die Gefahr ist natürlich, dass dadurch neue Religionsströmungen entstehen können. Manche nehmen sich dann die Macht und behaupten dann, sie wären die einzige Religion, was natürlich nicht der Fall ist. Denn die Mysterientradition kann man sehen als einen riesen Ozean, wo ganz viele Flüsse hineingehen. Und ob wir jetzt im Osten sind oder im Westen, es gibt ganz viele Strömungen, die alle authentischen Ursprungs waren. Das, was der Mensch daraus gemacht hat, das ist halt etwas anderes. Das sind die Verzerrungen, die Illusionen, die dann mit eingeflossen sind. Macht erhalten, Macht erweitern und dadurch entstehen eben Kriege und Bekämpfen von anderen Strömungen und dergleichen. Wodurch unterscheidet sich jetzt eine wahre Geheimgesellschaft? Schon mal durch einen definitiven Punkt. Sie selektiert, wen sie aufnimmt. Das ist wirklich ein Kriterium. Sie sucht sich ganz gezielt aus, wer in diese Gemeinschaft hineinpassen könnte. Man kann nicht einfach in eine Geheimgesellschaft gehen und sagen, ja, jetzt bin ich da. Die Geheimgesellschaft sucht uns aus und wenn sie dann dafür ist, nimmt sie uns auf. Sonst bleibt man draußen. Das ist der reale Vorgang. Also man kann sich nicht jetzt entscheiden, ich will jetzt in eine Geheimgesellschaft. Das geht nicht. Erstens einmal finden wir die Geheimgesellschaft schon gar nicht. Schon gar nicht die uns dann den Zugang ermöglichen könnten, denn die Geheimgesellschaft kommt auf uns zu. Denn wenn sie geheim ist, wie sollten wir sie finden? Das heißt, die Geheimgesellschaft kommt immer auf uns zu. Deshalb sagt man auch, sie korruptiert. Das ist in allen Geheimgesellschaften der Fall. Sie sucht sich die Mitglieder selbst aus. Man kann sich nicht einfach jetzt einmal dorthin begeben und sagen, jetzt bin ich da, weil man würde es ja nicht finden. Sie ist ja geheim. Sie ist nicht zu finden. Und die Geheimgesellschaft prüft uns und falls wir die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, dann werden wir dann aufgenommen, dann sind wir Teil dieser Geheimgesellschaft. Also so funktioniert das über die Jahrtausende hinweg in allen Geheimgesellschaften. Dann stellt sich die Frage, sind die Rosenkreuzer geheim? Die echte Rosenkreuzer-Tradition war immer geheim. Bereits schon aus dem Kontext heraus, ja, es gibt viele Organisationen, die eben diesen Begriff verwenden, die Bücher dazu publizieren zu ihrer Lehre und dergleichen. Aber was ist die wahre Rosenkreuzer-Tradition? Und hier kommen wir nämlich zu dem Punkt, ja, die Organisationen, die da großartig über die Rosenkreuzer berichten und sich als große Rosenkreuzer bezeichnen, haben mit der wahren Rosenkreuzer-Tradition nämlich nichts zu tun. Die wahre Rosenkreuzer-Tradition, die wird in der Fama Fraternitatis, ein Manuskript, Jahrhunderte alt, beschrieben, was eben das ausmacht. Und dort sieht man einen mystischen Einweihungsweg, einen Lebenszyklus, der eine Symbolfigur erlebt, aber der wahre Kern ist dann dieser, wo eben diese Symbolfigur in einem unverweslichen Körper gefunden wird. Und dort wird eine Ordnungsstruktur erklärt, aber es wird nichts erklärt dort, wie die Symbole dort sind, was man dort genau findet. Es wird alles nur umschrieben. Das heißt, der wahre Eingeweihte, der in den hohen Mysterien ist, der weiß ganz genau, was mit diesen Symbolen gemeint ist. Weil er ist real selbst durch diese Erfahrung gegangen. Rituell hat genau die gleichen Sachen erlebt. Ein Außenstehender, der sieht das vielleicht als eine symbolische Geschichte oder vielleicht sogar als eine reale Lebensgeschichte, dass da irgendjemand dahin schlummert, den man dann nach 120 Jahren oder dergleichen gefunden hat. Aber in Wirklichkeit sind diese symbolischen Geschichten reale Initiationserfahrungen, reale Initiationen, die Menschen praktizieren, zelebrieren, seit Jahrhunderten. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt.
Wenn es eben diese Symbolik, diese Riten in einer Organisation nicht gibt, dann hat sie keinen Anspruch darauf, eine echte Rosenkreuzer-Tradition zu sein. Weil das ist ja das, worauf die Rosenkreuzer-Tradition beruht. Das ist das Fundament der Rosenkreuzer-Tradition. Und wenn es eben heißt, die Mysterien von Leben und Tod, Geburt, Licht und dergleichen zu erforschen, zu entdecken, die Geheimnisse des Kosmos zu erfahren, ja, das ist etwas, was in der Rosenkreuzer-Tradition bewahrt wird. Das heißt, genauso wie eben in der Freimaurer-Tradition dort auch die Symbolik von Tod und Leben und Geburt und Wandel des Lebens und dergleichen in Riten uns dargebracht werden, so ist es auch in der Rosenkreuzer-Tradition. Dort sieht man genau dieselben Symbole und dergleichen und die werden dann in uns belebt. Und das sind Erfahrungen, Riten, durch die wir schreiten und diese bewirken diese Veränderungen. Wie das funktioniert, das ist das Geheimnis der Mysterientradition. Niemand aus der Mysterientradition will uns sagen, warum das so funktioniert. Denn unsere Sprache reicht dafür nicht aus, um diese mystischen Begriffe, Begrifflichkeiten und Symbole so zu formulieren, dass sie ein Laie, ein Profane verstehen könnte. Würde man das versuchen, würde es einfach zu einer entstellten Wahrheit kommen und irgendwelchen Pseudolehren, und davon gibt es en masse viele genau in diesem Sektor, die sich als Rosenkreuzer bezeichnen. Die dann groß durch die Welt gehen und sagen, sie sind jetzt die großen Rosenkreuzer und sie sind in diesem einen Rosenkreuzerorden. Ich möchte nur eines betonen. Der Rosenkreuzerorden hat nicht seinen Ursprung in den USA, schon gar nicht. Der Rosenkreuzerorden hat seinen Ursprung im deutschsprachigen Gebiet. Und das ist ein fundamentaler Kern, eine Kernaussage, darum auch der Begriff Rosenkreuzer, weil das eben genau die mystische Tradition ist, die hier für diese Sprach- und Kulturzone gestiftet wurde. Es gibt viele andere Traditionen, die auch ihre Gültigkeit haben, aber die Rosenkreuzer-Tradition hat hier ihren Ursprung, wurde genau für diesen Menschen gemacht, der hier agiert, der hier seine Erfahrungen macht und sich beiträgt in der Gesellschaft. Also sind die Rosenkreuzer geheim? In Wirklichkeit ja, denn sie sind eine reale Geheimgesellschaft, auch wenn man unzählige äußere Träger findet, die sich als Rosenkreuzer bezeichnen, das sind nicht die Rosenkreuzer. Die Rosenkreuzer sind geheim, ihre Riten sind geheim, ihre wahre Doktrin ist geheim. Also das heißt, die Lehre, das, was dort beigebracht wird, weil kommen wir zu dem Punkt, was wird dort beigebracht? Nicht irgendwelche philosophischen Themen, sondern auch wenn man dort solche Bereiche wie Alchemie und so weiter kennenlernt, da geht es um eine Transformation des Menschen. In der Freimaurersprache würde man sagen, den rauen Stein in den vollendeten Würfel transformieren. Das ist ja auch das, was wir in der Rosenkreuzer-Tradition zum Beispiel mit den alchemistischen Begriffen symbolisch darlegen, das Blei da geschlagen der Persönlichkeit zur vollendeten Goldpersönlichkeit oder zum Goldmenschen zu transformieren, zum Gold. Das heißt, die höchste vollendete Stufe der Transformation. Dazu gibt es natürlich Zwischenetappen und da gibt es bestimmte Werke und dergleichen. Aber das ist das, was wir so in einer kurzen Sprache erklären könnten. Ja, das ist das, was die Alchemie der Rosenkreuzer bewahrt. Aber das ist nicht die einzige Lehre. Weil natürlich, wir lernen das kleine Werk, das große Werk, aber irgendwann einmal beginnt das wahre große Werk. Das wahre große Werk ist nicht die Transformation des einzelnen Kleinen, der kleinen Persönlichkeit, sondern da geht es um die Menschheit. Die Transformation der Menschheit. Und wie kann man die transformieren? Indem man die Stufen kennt. Wie ist der Mensch real entstanden? Das ist etwas ganz anderes, als der Darwinismus da uns blendenderweise davor gaukelt, sondern wohin entwickelt sich der Mensch und was ist der Mensch wirklich? Weil im Darwinismus weiß man nicht einmal, was der Mensch ist. Und das ist ja genau diese katastrophale Irrweg. Man muss erst einmal wissen, was der Mensch ist. Und bedauerlicherweise wissen das auch nicht die großen Religionen und viele andere Kulte. Zuerst geht es um die Grundfrage, was ist der Mensch? Woher stammt der Mensch? Wohin entwickelt sich der Mensch? Das ist ja noch nicht die Krönung. Wohin entwickelt sich der Mensch? Und das ist das, was die Rosenkreuzer-Lehre in der wahren Essenz bewahrt. Wohin entwickelt sich der Mensch und welche Werkzeuge kann er benutzen, um das zu beschleunigen, falls es seine Aufgabe ist. Aber die Menschheit als Ganzes wird sich verändern. Und so sagen uns auch die Mysterien, der heutige Mensch hätte nicht diese Fortschritte gemacht im Laufe seiner Evolution der letzten Jahrtausende, wenn nicht die Mysterientradition danach geholfen hätte. Das heißt, das wahre Wissen über die Menschheit immer wieder einem kleinen Kreis von Menschen zugänglich gemacht. Das ist auch der Grund, warum jahrhundertelang die größten Wissenschaftler, die größten Koryphäen, Geistesblitze, Philosophen und dergleichen genau in diesen Geheimgesellschaften tätig waren, damit sie dort Zugang bekommen haben zum Wissen. Das heißt,
Der profane Mensch stellt sich die Frage, warum war der Mensch in dieser Gesellschaft? Wir stellen uns eine andere Frage. Wie hat dieser Mensch unsere Lehre weitergebracht? Der war ja in unserer Gesellschaft oder in diesen Geheimgesellschaften, damit er Zugang zu diesen Geistesblitzen bekommt und dann das nach außen hin trägt. Ohne dem wäre es ihm nicht möglich gewesen. Ohne dem wäre das kein Genie gewesen, sondern ein Durchschnittsmensch. Der Zugang zu diesen Mysterien hat ihm ermöglicht, dass er diese großen Erfahrungen, Erkenntnisse, Errungenschaften macht. Und das ist eben genau dieser Trugschluss von manchen falschen Historikern, die dann so diese glorreichen Thesen in die Welt schmeißen. Warum war Goethe zum Beispiel in der und der Organisation, dieser große Mensch? Goethe hätte niemals die Erkenntnisse über die Farbenlehre selbst erkennen können. Oder Newton, die Gravitationsgesetze. Hätte er sich nicht damit beschäftigt, was der Mensch ist und was Schöpfung in Wirklichkeit ist und die Geheimnisse des Lichts. Das inkludiert natürlich auch die Farbe. Genau wenn man diese Fragen stellt, in dieser Hinsicht forscht, die Riten auf dieser Ebene erlebt, dann kommt man eben auch zu diesen Erkenntnissen. Und abhängig von seiner Kapazität wird man eben in seinem Bereich. Der eine ist halt ein Schriftsteller, der andere ist halt ein Physiker, ein anderer ein Chemiker und dergleichen. Da wird man eben in seinem Bereich immer mehr seine Genialität ausdrücken können. Und warum sind noch einmal zu diesem Thema, warum sind diese Rosenkreuzer geheim? Aus einem sehr wichtigen Grund. Die Geheimhaltung schützt, dass man die Lehre über Jahrtausende lang bewahren kann. Vor äußeren Aggressoren. Zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs gab es einen starken Wind gegen die Mysterientradition und so musste sie natürlich auch sich verlagern in andere europäische Staaten, auch überkontinental. Aber natürlich hat es Kerne auch gegeben, die hier weiter agiert haben, aber im Geheimen. Und was ist der Vorteil einer Geheimgesellschaft? Na, der ist ganz leicht erkennbar. Der Vorteil ist, man kann aus jeder gesellschaftlichen Schicht, ohne eine Befürchtung zu haben, dass man verfolgt wird oder diffamiert wird, einer Geheimgesellschaft angehören. Als Beispiel, man kann Politiker sein, Wissenschaftler, kann in der Wirtschaft tätig sein, aber wir wissen ja alle, wenn wir in einem Kulturraum sind, wo es religiöse Fehlprägungen gibt, wo gesellschaftliche Fehlprägungen sind, dass es da immer wieder Probleme geben kann, wenn jemand sagt, ja, ich gehe jetzt zu dieser und dieser Organisation. Viel leichter tut man sich, wenn man das im Geheimen macht. Man hat weniger Gegenwind, man hat weniger zu argumentieren und die Kraft konzentriert sich eben genau auf die richtigen Aufgaben. Und man wird auch dadurch geschützt, dass Feinde, jetzt unter Anführungszeichen, Organisationen, Menschen und dergleichen, die eben gegen solche Veränderungen in der Menschheit sind. Das heißt, die Macht erhalten wollen, Macht verbreiten wollen, materialistisch Menschen ausbeuten wollen, Macht über Menschen haben wollen, Menschen niedrig halten wollen. Diese Gruppierungen, die kämpfen ja permanent gegen Freiheit, gegen die Grundwerte, dass die Menschheit ihre Freiheit erlebt. Die wollen ja die Menschheit versklaven. Alle möglichen Gesetze, Regelungen, Religionen haben ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder dazu geführt, wie kann man den Menschen klein halten, wie kann man ihn bestimmen, wie kann man ihn kontrollieren, aber nicht, wie kann man ihn frei entfalten. Ja, wenn der Mensch sich frei entfaltet, dann rollen da mal die Köpfe von manchen Machthabern, aber die im Hintergrund aktiv sind. Jetzt rede ich nicht von Politikern, die im Hintergrund aktiv sind und die Menschheit einfach berauben, die einfach Nutznießer aus Gier, Selbstsucht und dergleichen sind und einfach ihre Fäden stricken, damit ein Großteil der Masse für ihren Wahn, materiellen Wahn oder Machtwahn einfach herhalten müssen. Und das würde sich ändern. Und deshalb sind Geheimgesellschaften, so wie man sagen könnte, ein Schutzterritorium, wo genau solche Ideen keimen können, sie im Verborgenen nach außen getragen werden und dort umgesetzt werden. Und da spielt es keine Rolle, aus welcher Gesellschaftsschicht wir sind, sondern wie stark unser Potenzial ist, diese Ideen in unserem Leben zu verwirklichen, diese neuen. Weil das infiziert unsere ganze Umgebung und jetzt als Beispiel, ein Fünkchen Licht in einem dunklen Raum erhält den Raum. Und da kann die Finsternis noch so groß sein, die hat keine Chance, um dieses Licht zu bekämpfen. Und so ist es auch, wenn wir das nach außen hin tragen. Und wo kommen die Rosenkreuzer her? Das ist halt so eine Grundfrage. Wo kommen sie her? Natürlich, es gibt
historische Schriften wie die Fama Fraternitatis und dann die Confessio und wo irgendwelche Religionspädagogen und Theologen irgendeinen Unsinn fabriziert haben und das historisch demnach so für sich geklärt haben und jetzt der Meinung sind, ja, das war halt so eine Bewegung, wo bestimmte Geistliche und dergleichen oder Theologen rebelliert haben gegen die Kirche und danach ist so eine Aufklärung entstanden und die Trennung zwischen der katholischen Kirche und der protestantischen Kirche, das ist alles ein totaler Unfug. Die Rosenkreuzer-Tradition ist viel älter. Die Riten, die Symbole sind viel älter. Die Sprache, die dort gesprochen wird in den Riten, ist viel älter. Die Symbole, die weitergegeben werden, ist viel älter. Natürlich, es ändert sich immer die Form der Organisation, auch der Geheimen. Demnach, und natürlich gibt es auch so Pseudowissenschaften, die dann behaupten, ja, die Rosenkreuzer stammen von den Alchemisten. Auch ein totaler Unfug. Erstens einmal weiß heutzutage niemand, was so ein Alchemist war, denn nur weil man einige Schriften von Alchemisten kennt, und da gibt es genügend Blender darunter, heißt es nicht, dass man genau versteht, was die damit meinen. Das ist ja eine Sprache, eine symbolhafte Sprache, die heute nur der Eingeweihte klar verstehen kann. Und auch unter den Alchemisten gibt es sehr viele Irrwege. Und so ist es auch mit der Bibel. Man könnte jedem Menschen die Bibel in die Hand drücken und sagen, ja, hier sind die geistigen Wahrheiten. Aber wer versteht sie? Und so ist es auch, und die Bibel ist etwas, das ist salonfähig, überall verbreitet. Aber viel ärger ist es mit den alchemistischen Schriften, mit den gnostischen Schriften, Rosenkreuzer-Schriften. Die sind viel symbolhafter, viel deutlicher für Eingeweihte geschrieben. Von Eingeweihten für Eingeweihte. Außenstehende können das nicht verstehen, ist einfach eine fremde Sprache. Und die werden halt in die Irre geführt. Das ist auch der Sinn. Weil manchmal sind eben solche Irrwege auch noch hineingestreut, damit der Außenstehende eben in die falschen geblendet wird. Weil man ja die Lehre mehr oder minder schützen will. Also woher kommen sie? Jahrtausende alte Tradition, die sich immer wieder geformt hat, organisiert hat. Die Flamme der Initiation wurde jahrtausende lang weitergegeben, die Symbole wurden jahrtausende lang weitergereicht, die Initiationsprozesse jahrtausende lang erhalten. Und in Etappen, in Schüben hat man immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Warum macht man auf sich aufmerksam als Geheimgesellschaft? Um zu beweisen, um zu sagen, jetzt funktioniert etwas in der Gesellschaft nicht. Wenn da jetzt keine Kurswende stattfindet, dann passiert eine Katastrophe. Ja, man muss sich auch die Zeit vorstellen, wann solche Schriften rausgekommen sind. Ja, das war gerade wieder Kriegszustand in Europa. Tausende Menschen nur wegen Religionsfanatismus verfolgt worden und gestorben, gefoltert worden und dergleichen. Und bei diesem Irrsinn endlich einmal aufmerksam zu machen, hallo, der das macht, das ist der größte Ketzer. Um das wieder klar vor Augen zu führen. Natürlich, danach ist halt eine Spaltung entstanden zwischen der katholischen Kirche oder dem Sitz im Vatikan und der protestantischen, aber die Rosenkreuzer-Tradition hat da damals klipp und klar gesagt und auch an Symbolen und auch klar belegt, was da in dieser Tradition nicht funktioniert und dass das einfach eine Pseudotradition ist, die sich selbst da einfach auf einen Thron erhoben hat, die nicht diesen Anspruch hat sie auch nicht. Aber sie hat halt ganz viele Menschen vernebelt. Und die Menschen glauben halt das. Und die Rosenkreuzer-Tradition hat ja eben als Möglichkeit ist, im Hintergrund, als Geheimgesellschaft, die über viele Generationen überlebt und überleben wird, weil sie unabhängig von diesen Formen im Außen ist, dass sie immer wieder darauf hinweisen kann, was da nicht funktioniert. Und in den Etappen macht sie das auch, dass sie ganz stark in der Gesellschaft aktiv sagt, das, was dort passiert, das versklavt den Menschen, das macht ihn unfrei, das beutet den Menschen aus. Und das können Religionen sein, das können Wirtschaftssysteme sein, das können politische Systeme sein, aber da macht sie immer wieder aufmerksam auf sich. Und hat sie einen Anspruch darauf, das zu verändern? Ja, durch Aufklärung. Indem man Aufklärung leistet, auch als Geheimgesellschaft, in verschiedenen äußeren Formen, können sich Menschen verändern. Weil das größte Übel ist ja die Unwissenheit. Wenn man nicht weiß, dass man ein Sklave in dieser Welt ist, dann kann man sich davon nicht befreien. Nur wenn man spürt, dass man gefesselt ist, dass man ausgebeutet wird oder dergleichen, dann kämpft man. Dann schreit man und dann sagt man, ich will meine Freiheit. Und dann tut man eben die nächsten Schritte. Aber man muss es zuerst erkennen. Und der nächste Schritt, wie ist die Position Kirche Rosenkreuzer? Ja, ganz klar. Die Rosenkreuzer sind eine Geheimorganisation, die Kirche ist eine Religion. Das sind zwei Paar Schuhe, haben nichts miteinander zu tun. Waren Kirchenangehörige Rosenkreuzer? Ja, immer wieder, über die Jahrhunderte hinweg. Um auch in ihren eigenen Strukturen zu reformieren. Aber nicht nur von diesen Organisationen, sondern ich würde sagen, in diesen Geheimgesellschaften, fast von jeder politischen Fraktion kann man Menschen finden, fast von jeder religiösen Überzeugung am Anfang und dergleichen.
Es spielt keine Rolle, woher jemand kommt. Es kommt darauf an, was jemand mit dieser Lehre im Endeffekt dann in seinem Leben macht. Bekämpfen die Rosenkreuzer die großen Kirchen? Nein, überhaupt nicht. Sie sehen sie einfach als eine Organisation, die Menschen vernebelt. Und damit hat sich das. Muss man sie bekämpfen? Nein, das machen die selbst. Ich meine, wenn sie sich untereinander spalten und sich dann selbst bekriegen und dann sich selbst umbringen und wenn nicht dann die nächste große Religion sie bekämpft und sie umbringt, spielt für uns keine Rolle. Sollen sie machen. Aber wir nehmen uns als Recht, dass wir Menschen aufklären und ihnen sagen, wenn ihr die wahre Religion sucht, dann sucht dort, wo Religion ist. Und forscht einmal in der Geschichte. Die meisten Menschen forschen ja nicht in der Geschichte. Sie nehmen einfach als gegeben, ja, es gab einen Christus und der hat halt eine Kirche gestiftet. Faktum ist, Jesus hat niemals eine Kirche gestiftet. Jesus hat keine Riten weitergegeben, Jesus hat keinen Papst eingesetzt, Jesus hat all das nicht gemacht. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz war das Gesetz der Tora, Judentum. Hat niemals gesagt, ich bin ein Christ, sondern ich versuche, die Lehre des Judentums und die Irrwege des Judentums einfach klar vor Augen zu führen. Das war seine einzige Aufgabe. Und das, was halt daraus entstanden ist, sehen wir jetzt wieder. Ein riesen bombastischer Milliardenkult. Das größte wirtschaftliche Unternehmen der Welt. Menschen akzeptieren das. Aber wir nehmen uns das Recht, dass wir in der Hinsicht aufklären. Und warum klären wir nicht in der Hinsicht auf, welche Irrwege der Islam macht? Das betrifft uns nicht. Es gibt einen inneren Weg, auch in dieser Tradition, die genau dort auch ihre Aufklärungen machen. Unsere Tradition ist hier in Mitteleuropa. Hier machen wir die Aufklärung und erklären, was hier in der Religion und der Religiosität und der Spiritualität und dergleichen nicht funktioniert und wie man dort den Weg trotzdem finden kann. Das bedeutet ja nicht, dass man jetzt die Bibel jetzt in einen Mistkübel schmeißen sollte. Das bedeutet nur, dass man endlich einmal richtige Recherche machen sollte. Darauf machen wir aufmerksam. Richtig die Schrift mal studieren. Nicht Pseudo-Wahrheiten akzeptieren. Es gibt ja einen Grund, warum diese Religionsgemeinschaften verbieten wollten, dass diese heiligen Schriften zum Beispiel in Deutsch verfügbar sind. Weil dann konnten ja Menschen nachprüfen, was dort steht und was die Menschen dort predigen und dass das überhaupt nicht im Einklang ist. Jetzt haben wir halt diese Schriften in allen Sprachen, aber die Menschen lesen sie nicht. Ja, das ist halt die Kehrseite der Medaille. Woran kann man im Außen erkennen, ob das echte oder unechte Rosenkreuzerorganisationen sind? Gar nicht. Kann man nicht erkennen. Als Außenstehender kann man das nicht erkennen. Das ist halt das Traurige an der Weltgeschichte. Man kann von außen nicht erkennen. Ist dasselbe, wenn wir jetzt in eine Familie kommen würden und da würden jetzt zwei sagen, egal wo jetzt herkommen, ja, ich bin jetzt ein Christ. Ja, was macht das aus? Wie kann man als Außenstehender erkennen, dass das ein Christ ist? Überhaupt nicht. Das können wir als Außenstehende nicht erkennen. Aber sobald wir einen Weg schreiten, dann können wir die Mechanismen, ob die wirklich in der Hinsicht so sind, was die Rosenkreuzer-Tradition uns in seinem wahren Kern verspricht. Ist das dort vorhanden? Das können wir nur, wenn wir dort einmal dabei sind oder einmal dort mitmachen. Aber das erfordert ja auch, dass wir in seine Geheimgesellschaft aufgenommen werden. Ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist, wodurch unterscheiden sich Rosenkreuzer von Freimaurer? Das ist ein Grundthema. Das Wichtigste ist einmal äußerlich erkennbar, Freimaurer, reale Freimaurer ist eine Männerorganisation. Da gibt es nur Männer, werden nur Männer aufgenommen. Natürlich gibt es so Pseudo-Absplitterungen, aber ich rede jetzt von der echten Tradition der Freimaurer. Das ist ein Männerbund. Und die Riten sind für Männer und die Versammlungen und alles, was so aufgebaut ist, auf den Mann zugespitzt. Das heißt, das ist eine maskuline Energie, eine Bruderschaft, die wirklich in ihrem Kern diese Attribute der Bruderschaft praktiziert und lebt. Das ist der Unterschied zu den Rosenkreuzern. Bereits in der Fama Fraternitatis haben wir schon eine Grundregel, die die Rosenkreuzer von den Freimaurern unterscheidet. Ja, das heißt, da sehen wir schon die Hauptaufgabe der Rosenkreuzer. Sie sollen sich mit jenen, die unvollkommen sind, beschäftigen. Der Kranke ist der nicht heil ist. Heil ist Vollkommenheit. Das heißt, wir sollen ihnen die Lehre bringen, wir sollen sie aus ihrer Krankheit ist die Illusion der Trennung, helfen, um sie zu heilen, das heißt, um ganz zu werden, vollkommen zu werden, ihr wahres Menschsein zu erkennen und das umsonst. Umsonst bedeutet, weil jemand jetzt unvollkommen ist, sollen wir ihm nicht sagen, ja, du musst jetzt uns 5 Milliarden Euro geben, weil das ist jetzt so viel wert. Überhaupt nicht. Das bedeutet aber nicht, dass wir fordern, dass er sich engagiert danach, um das Licht weiterzugeben. Oder um diese Organisation mit aufrechtzuerhalten. Aber die Lehre, die wird freigegeben. Weil die Lehre ist unbezahlbar. Kein Einzelner könnte herkommen und sagen, ja, ich möchte so viel für die Lehre bezahlen und dann bekomme ich sie. Nein, er hat kein Anrecht, dass er die Lehre kauft. Nur die Mysterientradition und die Hüter der Mysterientradition entscheiden, wem sie die Lehre geben und sie geben sie frei.
Aber sie erwarten sich dadurch natürlich, dass dieser Mensch diese Lehre nicht nur lebt, sondern auch weitergibt, Verantwortung in dieser Organisation übernimmt. Würden die Rosenkreuzer in irgendeiner sonderbaren Tracht, in roten Roben oder so etwas durch die Welt gehen, dann würde man ja erkennen, dass sie Rosenkreuzer sind. Das heißt, das ist erstens einmal ein Schutz für die Geheimhaltung und das Zweite ist, um klar zu sagen, das hat ja auch einen symbolischen Wert. Wir tragen die Kleidung des Landes. Das heißt, wir integrieren uns völlig im Land. Wir sind ein Teil dieses Landes, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir heben uns nicht ab durch unser Sein. Und wir brauchen auch nicht irgendwelche andere Kleidung tragen, nur weil hier in dieser Bevölkerung das jetzt aktuell ist. Das heißt, wir sind im Zeitgeschehen. Wir machen das, was jetzt, und Kleidung ist immer Mode- und Zeittrend. Wir sind im Zeittrend mit unserer Lehre. Eine Organisation, die dann behauptet, ja, wir machen jetzt Sachen, die hat man vor 500 Jahren gemacht und unsere Riten sind seit 200 Jahren die gleichen, dann kann man sagen, na hallo, tragt ihr nicht die Kleidung des Landes? Wir haben jetzt eine andere Sprache. Wir müssen unsere Lehre immer wieder an die Sprache der aktuellen Kultur anpassen. Und das ist auch so ein Grundthema. Das heißt, es gibt einen Tag des Jahres, wo jeder von diesen Rosenkreuzer-Orden verpflichtet ist, dort dabei zu sein. Und falls nicht, soll er bekannt geben, dass er nicht dabei ist. Das hat mehrere symbolische Gründe, aber es hat auch den Grund, um die Bruderschaft zu stärken. Zu stärken nämlich, weil genau nur an dem Tag das volle Potenzial ausgedrückt werden kann. Im Ritus, in der Versammlung. Die Rosenkreuzer-Tradition hat Frauen und Männer. Das ist die einzige Geheimorganisation aus dieser Zeit, die sowohl Frauen als auch Männer in ihrer Gemeinschaft initiatorisch aufnimmt. Das ist eine gemischte Gesellschaft. Das ist der definitive Unterschied zur Freimaurerei. Von Anfang an waren Frauen und Männer ein Teil dieser Gesellschaft. Frauen und Männer für die initiatorischen Stufen der einzelnen Rosenkreuzergrade. Nicht nur Männer, sondern die Versammlungen sind bewusst eine Transformation, die Frauen und Männer gemeinsam erleben. In der kabbalistischen Tradition und durch die Zahlenwerte und dergleichen wird eben eine Lehre überliefert, aber in Wirklichkeit bedeutet das, dass Rosenkreuzer sich untereinander real erkennen. Sie erkennen sich deswegen nicht, weil sie jetzt irgendeine Tracht tragen, sondern weil ihr Ausdruck, ihre Wortwahl, ihre Persönlichkeit, ihr Verständnis im Leben einfach einzigartig ist. Und wenn man diese Einzigartigkeit selbst erlebt hat, dann weiß man bei jedem anderen, der diese Einzigartigkeit auch in sich entfaltet hat, dass er eben auch zu dieser Stufe zählt und gehört. Jede Einweihungsstufe ist eine bestimmte Erfahrung. Und nur wenn ein Mensch eine bestimmte Einweihungsstufe hat, kann er erkennen, wenn ein anderer auch diese Erfahrungen hat. Davor, jede Einweihungsstufe, die über ihm ist, diese Erfahrungen kennt er nicht, diese Transformationsprozesse kennt er nicht, die sind einfach für ihn verschlossen. So schützt sich auch die Einweihungsflamme. Ja, natürlich, im wörtlichen Sinne trifft das auch immer wieder zu, dass alle 100 Jahre die Bruderschaft oder im Grunde läuft die Sache ganz anders. Am Anfang hat man darauf beharrt, dass die Rosenkreuzer-Tradition völlig, 100 ist einfach eine symbolische Zahl, man darf das heißt nicht so wörtlich nehmen. Das sind Manifestationsprozesse. Und im Inneren, das ist so, wie wenn man jetzt eine Saat hat und sie in die Erde gibt und dann bewässert man sie, ist die Saat trotzdem geheim und verborgen. Aber irgendwann kommt die Frucht raus. Und mit diesen 100 Jahren können wir das auch so sehen, ich versuche das einfach symbolisch ein bisschen umzulegen, es hat auch andere Bedeutungen. Aber am Anfang arbeitet es im Geheimen, so wie die Saat. Die Natur vollzieht ihr Werk. Da können wir nicht wissen, wie die Natur das macht. Wir können auch nicht wissen, wie das Leben von einem Samenkorn entfacht. Wir kennen das Geheimnis nicht. Die Natur vollzieht das Werk, das geheime Mysterium in der Erde. Das ist die Verborgenheit. Danach, wenn Wasser und Licht darauf einwirken, entfaltet sich dann die Blume und dann ist es sichtbar in der äußeren Welt. So ist es auch, aber niemand weiß, was die Saat vorher war, wer die Saat gesät hat, wer das war, wer der Bauer war, das wissen wir alles nicht in der Hinsicht als Äußere, wenn wir nur die Blume sehen. Und das ist ja das Besondere der Mysterientradition. Sie weiß, von wem sie gestiftet ist,
sie weiß, wie die Tradition funktioniert. Der Äußere wird das nie sehen, der wird immer nur die Blume sehen. Der wird immer äußere Formen sehen. Und deshalb sage ich auch, das, was wir in Lexikon der Geld finden, ein völliger Unfug. Die schauen die Blume an, wenn sie sie sehen, wenn sie sie überhaupt sehen, und ziehen von der Blume ihre Schlussfolgerungen, ohne die Saat zu erkennen. Ohne zu wissen, wer die Saat gesät hat, wer dafür verantwortlich war und welche Mechanismen dafür notwendig waren, damit die Saat zur Blume wird. Und genau dieser Vorgang ist auch so in einer symbolischen Art und Weise damit gemeint. Kein Äußerer wird das erkennen. Und 100 Jahre ist so eine Multiplikation von 10 mal 10. Das heißt, das ist eine Vollendungszahl. Also das heißt, die vollkommene Verwirklichung. Und das dauert natürlich auch, um auch klar zu zeigen, die Mysterientradition ist ein schrittweiser Vorgang, der nicht von heute auf morgen, sondern auch eingebunden ist in die materielle Welt, wo Zeit und diese ganzen Erfahrungen notwendig sind, damit wir als Mysterientradition unsere Erfahrungen machen können. Und dass das ein Vorgang ist, der immer geschieht und dass diese Geheimgesellschaft, die im Hintergrund ist, dort spielt sich das Geschehen ab. Äußerlich, das, was wir sehen, hat nichts, ist nicht darauf zurückzuführen. Man kann nicht als Außenstehender sehen, was die Geheimgesellschaft im Hintergrund macht, welche Ursachen sie setzt. Letztlich sieht man als Außenstehender immer nur eine Wirkung. Und das ist dann der Schritt, wo die Mysterientradition ganz stark ist und wo man nur sehen kann, okay, Geheimgesellschaften vollziehen bestimmte Werke. Und das kann man nur, wenn man wirklich aus Geheimgesellschaften über Geheimgesellschaften forscht, dann kann man sehen, wo die Ursachen gesetzt wurden. Und das ist dann das Potenzial von Mysterientradition. Wenn man sieht, wo die Ursachen gesetzt wurden, und dann sieht man die Früchte, dann weiß man, was Unkraut ist, was eine Frucht ist. Deswegen fürchten sich andere Gesellschaften, Menschen, Organisationen vor der Mysterientradition. Weil wir können unterscheiden zwischen Spreu und Weizen. Wir wissen, welche Saat gesät wurde. Und dann sehen wir halt solche Organisationen, die in Wirklichkeit nur Spreu sind, die sich aber als gute Frucht ausgeben. Da können wir Menschheit aufklären. Und das ist auch eines der großen Aufgaben der Mysterientradition, weil wir Zugang zur Ursache haben. Wir haben Zugang zu den Ursachen und wir können sehen, woher das stammt und was daraus geworden ist.